Aus diesem ausrangierten Dumper baue ich heute was ganz Verrücktes und ich verspreche dir, das hast du auf YouTube noch nicht gesehen. Zunächst zum Fahrzeug. Wir haben hier ein Brudermodell, eigentlich für den Sandkasten gedacht. Ein wunderschöner Dumper Volvo A60H. Doch warum ist der ausrangiert? Weil er gar keine Scale-Details mehr hat. Die habe ich hier wunderbar in meinem Tamiya-Dumper verwurstet und jetzt habe ich dieses Modell übrig. Ich habe es damals gebraucht gekauft und es jetzt in Müll zu schmeißen wäre viel zu schade. Doch was könnte ich daraus machen? Wenn du eine Idee hast, schreib sie jetzt mal unten in die Kommentare. Ich gehe direkt in die Vollen. Ich nehme hier so ein Multifunktionsschleifgerät und durchlöcher jetzt erstmal die Mulde. Wichtig ist, dass ich am tiefsten Punkt der Mulde auf jeden Fall auch das ein oder andere Loch habe. Die Löcher sind drin. So, die in der Mitte, die sind ein ganz kleines bisschen größer. Die Plastikkrümmel hier, die hole ich noch raus. Und jetzt geht's weiter. Willkommen in meinem Kochstudio. So kommt es mir zumindest vor. Wir fangen an mit unserer ersten Zutat. Und das ist hier wunderbarer Kies. So gehört sich das. Da muss ja in den Dumper rein. Hinten in die Mulde, schöner Kies, kennt man. So, hier, schöner Kies drin. Bisschen unten verteilen, fantastisch. Jetzt kommt Kiese, nein, fast. Wir nehmen Erde und die Schippe vom Sohnemann. So, geben das hier schön einmal rüber. Ganz fantastisch. So, wenn du eine Idee hast, was das werden könnte, auch jetzt gerne in die Kommentare. So, mit der Erde ist es wie mit dem Käse, man kann ja nie genug haben. So. Na, komm schon. Oh. Ich weiß, wer gleich durchsaugt. So, gucke mal, die Mulde hier hinten, die fällt so ein bisschen ab. Da müssen wir gucken, dass wir hier nicht zu sehr übertreiben. Nicht, dass es dann hinten alles im Ofen wieder rausfällt. So. Na komm, aber hier vorne, da können wir doch noch. Ja. Schau mal einer, guck. So, bisschen verteilen das Ganze. Ach komm, was soll der Geiz? Ups. Den Rest da auch noch rein. So, hat so ein bisschen was von Lasagne, wenn wir jetzt weitergehen würden. Nochmal wieder eine Runde mit Kies. Das machen wir aber nicht. Trotzdem kommt jetzt die Bechamelsoße in Form von Wasser drauf, ja. So, gehen wir mal hier so ein bisschen vorsichtig drauf. Gleich sehen wir dann auch, ob unsere Löcher was taugen. Ich hoffe nicht, dass es unten rausläuft. Das ist mein Unboxing-Tisch. Das wäre äußerst schlecht, aber ich habe bewusst nicht zu viel Wasser genommen. Und jetzt kommt unsere Hauptzutat und spätestens da solltest du doch wissen, ob es was Vernünftiges wird oder nicht. Richtig, ein Sieb, ebenfalls von Sohnemann. Nein, das ist aber nicht das Hauptdingen, was ich dir zeigen möchte, sondern dieser wunderschöne Bodendecker. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe ihn von Schwiegervater geschenkt bekommen. Und ich weiß nur, dass der wächst wie Sau. Also egal, was du damit machst, der würde überall wachsen. Und den verteile ich jetzt hier mal wunderbar rein. Also selbst wenn ich ihn hier nur so ein bisschen reinstecke, sollte der auf jeden Fall kommen. Ich habe hier ein bisschen was abgezwackt an den Stellen, wo ich sowieso hätte was schneiden müssen. Den Tag hier, den kannst du dir im Kalender markieren. So dreckige Finger hatte ich in einem Video noch nie und ich glaube, das wird auch so schnell nicht wieder vorkommen. Aber es ist gerade einfach die beste Möglichkeit. Ja, ich habe den Busch da ordentlich geschnitten. So. Guck mal, was schön. Draußen regnet es gerade auch. Das passt. Das heißt also, wenn ich wollen würde,
könnte ich dann dieses Fahrzeug mal eben einmal nach draußen stellen zum Gießen. So, weißt du denn schon, was es werden könnte? Ja, ein Dumper mit Begrünung. Ja, zumindest schon mal zum Teil richtig. So, fantastisch. So, ein bisschen gleichmäßig hier das Ganze verteilen. Ach, da ist sogar eine Ameise mit am Start. Auch nicht schlecht. Ersten Bewohner hier fühlen sich wohl. Stimmt, vielleicht kann das ja auch hier was Schönes werden für die Haustiere. Was hältst du denn davon? So. Und ich nehme dich jetzt mit an den Ort, wo dieses Fahrzeug hier stehen wird. Und dann kläre ich auf, was ich hier tatsächlich gemacht habe. Okay, du hast es bestimmt erraten. Es ist der neue Star auf meiner Crawler-Strecke. Ein ausrangierter Volvo A60H Dumper. Hier siehst du die Crawler-Strecke. Wir haben da hinten noch eine Eisenbahnlaterne. Wie ich finde, ja, ganz schön gelungen. Mit so ein paar schönen Details. Und da passt der Dumper doch richtig gut rein. Ohne Spiegel, ohne alles, wollte ich ihn jetzt so nicht weiter verwenden. Hoffentlich verwittert er hier draußen schön. Er sollte so ein bisschen verblassen, vielleicht noch so ein bisschen kaputt gehen. Vielleicht wird er auch ein bisschen grün. Wenn du weißt, wie ich da nachhelfen kann, dass er so ein bisschen Moos ansetzt, dann sag das doch gerne. Das würde mich echt interessieren. Und dann sieht das so ein bisschen Lost Place mäßig aus. Finde ich richtig cool. Hier mit meinem Lieblingsbodendecker, der wuchert da hoffentlich schön rüber. Hier und da mal ein bisschen gestutzt, damit es schön aussieht. Richtig cool. Was hältst du davon? Schreib's in die Kommentare. Bis dahin, ciao.